Das Wichtigste für diese extrem leckeren Nachos ist der mexikanische Guajillo Chili in dem Chili con Carne. Der Guajillo Chili ist eine Grundzutat der mexikanischen Küche, die aufgrund ihren Beerengeschmack sowie rauchigen und tanninartigen Noten perfekt zu deftigen Speisen passt. Erstmals müssen die Samen der getrockneten Chilis entfernt werden und anschließend die Guajillos etwa 5 bis 10 Minuten in kochendem Wasser einweichen lassen. Diese Chilis haben eine sehr milde Schärfe und werden sehr oft als Basis für Soßen benutzt. Dazu geben wir auch 2 Lorbeerblätter, 2 Knoblauchzehen sowie eine halbe Zwiebel und 2 Nelken. Nach 10 Minuten geben wir einfach alles in den Mixer, damit wir die Basis für unsere Chili con Carne zubereiten. Und obwohl Chili con Carne kein mexikanisches Gericht ist, werden diese Nachos sehr oft im Norden von Mexiko serviert. Für die Konsistenz gebe ich ein bisschen von dem Wasser, in dem die Chilis gekocht sind, und anschließend würze ich mit Salz und Pfeffer. Für dieses Rezept nutze ich sehr gerne ein mit Annatto aromatisiertes Öl. Das fügt einfach eine ganz leichte erdig-bittere Note, die richtig gut mit den Chilis harmonisiert. In dem Öl dünste ich eine gewürfelte Zwiebel glasig an und gebe schon mal etwas Salz, damit sie schneller ins Schwitzen kommt. Und sobald die Zwiebeln halbwegs glasig sind, kommen 250 Gramm gewürfelter Bacon dazu. Nachdem der Speck ordentlich Farbe angenommen hat, gebe ich 500 Gramm Hackfleisch dazu. Hier kannst du mit Salz und Pfeffer nach Geschmack sowie eine nicht gehäufte Teelöffel Kreuzkümmel würzen. Anschließend kommen 2 gewürfelte Tomaten und eine Dose Bohnen dazu. Hoffentlich gefällt dir das Rezept bis jetzt, und wenn dem so ist, unterstütze mich bitte mit einem Daumen nach oben. Aber jetzt kommt der Star dieses Rezepts ins Spiel. Wir geben unsere pürierte Chilis dazu und natürlich holen wir alles aus dem Glas. Wenn du aber keine Guajillo Chilis hast, zeige ich dir gleich, wie ich das ersetzen würde. In dem Fall würde ich die Knoblauchzehen mit den Zwiebeln andünsten und die Chilis mit passierten Tomaten ersetzen, sowie eine Gewürzmischung aus einem Teelöffel geräucherter Paprika, eine Prise Nelke, Chilipulver nach Geschmack, einen Esslöffel edelsüßer Paprika sowie einen Teelöffel Kreuzkümmel. Ich kann euch aber nur empfehlen, die Chilis zu bestellen. Das sind viel geiler als die Gewürzmischung. Nun können wir den Chili con Carne vor sich hin köcheln lassen und in der Zwischenzeit zeige ich euch, wie ich Nachos zubereite. Man muss die nicht unbedingt selber machen, aber ich mag meine Nachos etwas größer als die gekauften und so kann ich die Würze auch selber bestimmen. Für die Nachos sind Maismehl-Tortillas essentiell. Ich schneide einfach 10 Stück davon in Vierteln. In der Videobeschreibung lasse ich euch Links, um Mais-Tortillas zu kaufen, aber auch ein Link zu meinem Video dazu, falls ihr die selber machen wollt. Um die Tortillas schneller zu frittieren, kann man die am Vortag schon mal im Kühlschrank offen stehen lassen, damit Feuchtigkeit entzogen wird. Wenn das Öl warm ist, dann geht's ganz leicht. Einfach die Tortillas dazugeben und wenn man die schon im Vortag im Kühlschrank gelassen hat, dann geht's sehr schnell. 1 Minute würde ich sagen. Wichtig wäre, die Nachos rauszuholen, wenn man merkt, dass sie schon fest sind, aber bevor sie dunkel werden, weil sie danach weiter von Restöl gegart werden. Und das war's. So easy geht das. Wenn ihr später Nachos übrig habt, könnt ihr die einfach in eine Schüssel mit Deckel aufbewahren. Für unsere Nachos brauchen wir aber noch eine leckere Käsesoße. Dafür rühre ich etwa 10 Gramm Mais-Speisestärke in eine Tasse Milch unter. Wie macht ihr das zu Hause? Auch im Zeitraffer? Danach kommt die Milch in einen Topf auf mittlere Hitze und wir geben 300 Gramm Cheddar-Käse dazu. Und wenn ihr das Video bis dieser Stelle gesehen habt, dann kommt schon, es gefällt euch doch. Steht dazu und lasst mir einen Daumen nach oben. Wir rühren die Mischung bis die Käse vollständig schmilzt und ganz optional ist einen halben Teelöffel Cayennepfeffer. An sich rühre ich einfach vorsichtig bis die Käsesoße anfängt zu köcheln. Aber die Konsistenz gefiel mir nicht so viel, also habe ich noch einen Schuss Milch dazugegeben. Etwa 50 Milliliter. Also insgesamt 300 Milliliter Milch und 300 Gramm Käse. So, jetzt ist es soweit und das sieht bei mir in etwa so aus.
Der Chili con Carne war etwa 40 Minuten auf dem Herd und so ungefähr gefällt mir die Konsistenz. Und es war nicht gescherzt. Diese Nachos sind wirklich die einzigen, die ich noch für mich zubereite. Ich mag zuerst die Nachos auf einen großen Teller oder Backblech zu verteilen und danach mit dem unglaublich leckeren Chili con Carne muss man natürlich nicht schüchtern sein. Und die Mühe, um die Käsesoße zu machen, war natürlich auch nicht umsonst. Also bitte damit auch nicht sparen. Aber wenn man Nachos macht, ist man natürlich gerade nicht auf Diät. Also, eine zweite Schicht gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. Da die Guajillo Chilis wirklich nicht scharf sind, kann man noch optional Jalapenos drauf verteilen. Aber um eure Nachos in den nächsten Level zu bringen, empfehle ich euch auf jeden Fall Pico de Gallo drauf zu streuen. Der Pico de Gallo gibt die Nachos eine frische, säuerliche Note, die alles perfekt abrundet. Aber wenn du nicht weißt, wie man Pico de Gallo zubereitet oder lernen möchtest, wie man ein Annatto-Öl macht, kannst du dir die Videos auf der linken Seite anschauen. In der Käsesuppe-Video zeige ich, wie man das Annatto-Öl macht.